Einleitung. Glaube im Schatten. Es heißt, Wissen sei Macht. Doch in einer Welt, in der das Übernatürliche real ist, wird Glaube zur Waffe. Während die SCP Foundation die Anomalien dieser Welt katalogisiert, neutralisiert und kontrolliert, existiert eine andere Kraft, im Verborgenen, organisiert, gläubig, fanatisch. Eine Organisation, die das Anomale nicht als Bedrohung, sondern als Prüfung Gottes sieht, The Horizon Initiative. Die Foundation handelt aus kalter Logik heraus. Sie sieht Anomalien als Phänomene, die analysiert, eingedämmt und verstanden werden müssen. Nicht mehr, nicht weniger. Doch die Horizon-Initiative verfolgt ein anderes Ziel. Sie interpretiert das Übernatürliche durch das Prisma des Glaubens. Für sie sind Wunder, Flüche und göttliche Erscheinungen keine wissenschaftlichen Abweichungen, sondern Manifestationen einer höheren Macht. Ihre Mitglieder glauben, dass das Unfassbare einen Sinn hat, einen göttlichen Ursprung, eine moralische Bedeutung. Und genau das unterscheidet sie von allen anderen Interessengruppen im SCP-Kanon. Sie suchen nicht bloß die Wahrheit. Sie suchen Gottes Hand im Anomalen. Die Existenz der Horizon-Initiative erinnert uns daran, dass selbst im Zeitalter der Geheimhaltung und Forschung der Glaube nicht tot ist. Er hat sich nur angepasst. Er trägt keine Kreuze oder Halbmonde mehr offen auf der Brust, sondern Uniformen, Abzeichen, Tarnfarben. Er operiert mit Strukturen, Befehlsketten und Datenbanken. Doch im Herzen dieser Organisation brennt ein uralter Gedanke, dass die Welt nicht von Zufällen oder Chaos beherrscht wird, sondern von einem göttlichen Plan. Wer die Horizon-Initiative verstehen will, muss begreifen, dass sie kein Kult und keine Sekte ist. Sie ist eine Allianz des Glaubens, entstanden aus der Angst, dass die Menschheit ihren spirituellen Anker verliert. Eine Reaktion auf die kalte, rationale Welt der Foundation. Denn wenn die Foundation das Unbegreifliche wissenschaftlich erklärt, wer erklärt dann noch das Heilige? In den Schatten der Geschichte wuchs die Horizon-Initiative zu einer Macht heran, die weder vollständig heilig noch völlig profan ist. Sie ist die Verkörperung eines uralten Konflikts: Glaube gegen Wissen, Licht gegen Logik, Himmel gegen Labor. Ursprung. Die Gründung der Horizon-Initiative. Die 1960er Jahre. Ein Jahrzehnt der Umbrüche, der neuen Denkweisen, aber auch der Angst. Die Menschheit hatte den Weltraum erreicht, Atombomben gezündet und das Ende der Welt gleich mehrfach in Reichweite gebracht. Doch während Regierungen nach Macht und Vorherrschaft strebten, begann in den Schatten ein anderer Wettlauf, der um die Seele der Menschheit. Mehrere religiöse Strömungen, Sekten und alte Orden bemerkten, dass sich die Welt veränderte. Nicht nur im politischen oder technologischen Sinn, sondern metaphysisch. Immer häufiger tauchten Objekte auf, die keiner Erklärung standhielten. Anomale Phänomene, die sich weder mit Glauben noch mit Wissenschaft vollständig begreifen ließen. Und dort, wo die SCP Foundation und die Global Occult Coalition begannen zu untersuchen und zu vernichten, sahen einige Gläubige ein Muster. Sie sahen Zeichen. Diese Zeichen verbanden sich zu einer gemeinsamen Erkenntnis: Wenn das Übernatürliche real ist, dann darf der Glaube nicht schweigen. Und so kam es zu einem historischen, wenn auch inoffiziellen Treffen. Vertreter aus 3 großen religiösen Richtungen, dem Christentum, dem Judentum und dem Islam, versammelten sich an einem neutralen Ort, irgendwo in Europa. Unter ihnen befanden sich Geistliche, Forscher, Militärs und ehemalige Mitglieder geheimer Orden. Sie alle teilten dieselbe Sorge, dass Organisationen wie die Foundation das Übernatürliche entweihen würden, dass sie das Wirken Gottes eindämmen und damit das Gleichgewicht der Schöpfung stören könnten. Aus dieser Furcht entstand die Horizon-Initiative, benannt nach dem Horizont als Symbol für das, was jenseits des Sichtbaren liegt. Sie sollte den Glauben in einer Welt bewahren, die begann, sich von ihm zu lösen. Ihr Grundgedanke war einfach, aber kraftvoll. Anomalien sind nicht Fehler der Realität, sondern Prüfungen des Glaubens. Manche sind Werkzeuge göttlicher Macht, andere Versuchungen, die vernichtet werden müssen. Die Foundation mag sie nummerieren, klassifizieren und wegsperren. Doch die Initiative sucht nach ihrem spirituellen Zweck. Die organisatorische Struktur der Horizon-Initiative war von Beginn an ungewöhnlich. An ihrer Spitze steht kein einzelner Anführer, sondern ein Tribunal, bestehend aus 3 Repräsentanten der großen abrahamitischen Strömungen. Diese sollen die Balance wahren und verhindern, dass eine Religion die Oberhand gewinnt.
Doch selbst diese Balance ist brüchig. Denn im Inneren der Initiative tobt seit Jahrzehnten ein Machtkampf zwischen Glaubensrichtungen, Interpretationen und Zielen. Ein Teil der Organisation, streng konservativ, sieht in jeder Anomalie das Werk des Teufels und fordert ihre Vernichtung. Ein anderer Teil glaubt, dass manche Objekte göttliche Geschenke seien, die geschützt und erforscht werden müssen. Und wieder andere vertreten die Meinung, dass Anomalien dazu dienen, die Menschheit zu prüfen, und dass man sie weder zerstören noch ausnutzen darf. Trotz dieser Spannungen gelang es der Initiative, eine klare Struktur aufzubauen. Sie errichtete Archive, Ausbildungsstätten, geheime Klöster und Forschungseinrichtungen, die über den ganzen Globus verteilt sind. Das bekannteste operative Element ist Projekt Malleus, eine paramilitärische Einheit, die für den Kampf gegen Kulte und feindliche anomale Gruppen ausgebildet ist. Wenn irgendwo auf der Welt ein dämonischer Kult auftaucht oder eine Anomalie als gotteslästerlich gilt, ist es meist Malleus, das als erstes eingreift. Offiziell existiert die Horizon-Initiative nicht. Doch in den Schatten ist sie eine Kraft, mit der die Foundation immer wieder in Kontakt kommt. Manchmal als Verbündete, manchmal als Feind. Denn die Grundfrage, die beide trennt, bleibt bestehen: Was ist eine Anomalie? Für die Foundation ein wissenschaftliches Rätsel. Für die Horizon-Initiative eine Offenbarung. Aufbau und Struktur. 3 Glauben, ein Ziel. Die Horizon-Initiative ist kein monolithischer Block. Sie ist ein fragiles Bündnis, eine theologische Allianz zwischen 3 Strömungen, die seit Jahrtausenden auf unterschiedlichen Wegen nach Wahrheit suchen. Was sie verbindet, ist nicht ihr Glaube an das Gleiche, sondern ihr Glaube an das übernatürliche Selbst. Das Tribunal, die 3 Stimmen des Himmels. An der Spitze der Initiative steht das sogenannte Tribunal, ein Rat aus 3 hohen Vertretern. Einem Kardinal oder Bischof aus dem christlichen Arm, einem Rabbiner oder Gelehrten der jüdischen Tradition und einem Scheich oder Imam aus dem islamischen Bereich. Diese 3 Anführer sollen Gleichgewicht und Einheit wahren. Doch in Wahrheit sind sie Hüter einer brüchigen Allianz. Das Tribunal gibt Richtlinien vor, entscheidet über die Heiligkeit oder Verderbtheit anomaler Objekte und genehmigt große Operationen. Ihre Sitzungen sind selten und meist geheim. Die Entscheidungen des Tribunals gelten als göttlich inspiriert. Doch unterhalb dieser Fassade tobt der Streit zwischen Dogma und Interpretation. Die Zweige der Initiative: Unter dem Tribunal existieren 3 Hauptzweige, die jeweils einer der abrahamitischen Glaubensrichtungen zugeordnet sind. Jeder Zweig besitzt eigene Archive, Einsatzkräfte und theologische Forschungseinheiten. 1. Der katholische Zweig, Ordo Veritatis, ein hierarchisch strukturierter Orden, der sich stark an der alten Inquisition orientiert. Er ist davon überzeugt, dass Anomalien Prüfungen Gottes sind und dass es die Pflicht der Menschheit ist, sie zu erkennen, zu reinigen oder zu zerstören. Viele ihrer Agenten sind ehemalige Kleriker, die durch spezielle Ausbildung auf den Kampf gegen dämonische Entitäten vorbereitet wurden. 2. Der jüdische Zweig, Ketaraf, eine mystische Forschungsrichtung, tief verwurzelt in Kabbala und numerologischen Systemen. Sie sehen Anomalien als Brüche im göttlichen Gefüge, Orte, an denen die Struktur der Schöpfung sichtbar wird. Statt sie zu vernichten, versuchen sie zu verstehen, um Gott näher zu kommen. Ihre Mitglieder arbeiten eng mit Archivaren und Übersetzern uralter Texte zusammen, manche unterhalten Kontakte zu okkulten Bibliotheken, die selbst der Foundation unbekannt sind. 3. Der islamische Zweig, Al-Khat al-Muqaddas, die heilige Linie, eine Kombination aus militärischer Disziplin und spiritueller Hingabe. Ihre Doktrin betont das Gleichgewicht zwischen göttlicher Ordnung und menschlicher Verantwortung. Für sie sind Anomalien nicht göttlich, sondern Werkzeuge, um Glauben zu prüfen. Sie bilden die Grundlage für viele Operationseinheiten, darunter auch Teile von Projekt Malleus. Projekt Malleus. Der Speer des Lichts. Projekt Malleus ist die sichtbare Faust der Initiative. Eine paramilitärische Truppe, die auf die Neutralisierung feindlicher anomaler Gruppen spezialisiert ist, insbesondere der Church of the Broken God, der Sarkic-Kulte und der Fifth Church. Ihre Soldaten tragen keine Abzeichen, keine Flaggen, nur das Symbol der Initiative, einen stilisierten Horizont mit 3 aufsteigenden Linien. Es ist ein Zeichen der Einheit und der Kontrolle. Wenn die Foundation ein Einsatzgebiet räumt, hinterlässt sie Ordnung.
Wenn Malleus eingreift, hinterlässt es Glauben oder Asche. Innere Spannungen. Trotz der gemeinsamen Mission brodelt es im Inneren der Initiative. Jeder Zweig beansprucht, die wahre Interpretation des göttlichen Willens zu besitzen. Der Ordo Veritatis betrachtet Keteraf als zu zögerlich. Keteraf sieht Al-Khat al-Muqaddas als zu militant, und das Tribunal versucht, zwischen drei Wahrheiten eine einzige zu formen. Doch genau dieses fragile Gleichgewicht macht die Horizon-Initiative gefährlich. Denn wo Glaube und Macht sich vereinen, entsteht eine Entschlossenheit, die keine Zweifel kennt. Projekt Malleus, die heilige Streitmacht. Wenn die Horizon-Initiative einen Körper besitzt, dann ist Projekt Malleus dessen Schwertarm. Es ist die militärische Exekutive der Initiative, eine Streitmacht, deren Existenz offiziell von keinem Staat anerkannt, aber von vielen Regierungen gefürchtet wird. Während das Tribunal über Glauben diskutiert, handelt Malleus. Herkunft und Auftrag. Projekt Malleus wurde gegründet, nachdem mehrere Anomalien in den späten 1970er Jahren als dämonische Infiltrationen interpretiert wurden. Die religiösen Führer der Initiative kamen zu dem Schluss, dass Worte und Gebete nicht genügen, man brauche Taten. So entstand eine Streitmacht, die göttlichen Glauben mit militärischer Präzision verbindet. Ihr erklärtes Ziel: die Reinigung der Schöpfung von jenen Kräften, die den göttlichen Plan pervertieren. Diese Formulierung ist nicht symbolisch gemeint. Für Malleus sind Anomalien nicht wissenschaftliche Phänomene, sondern Beweise für Sünde, Häresie oder göttliche Prüfung. Wo die Foundation erforscht, dort exorziert Malleus. Struktur und Organisation. Projekt Malleus ist in mehrere operative Zellen aufgeteilt, sogenannte Sodalitäten, heilige Kampfeinheiten, die nach bestimmten Ordensregeln funktionieren. Jede Sodalität steht unter einem Inquisitor Primus und besteht aus Theologen, Exorzisten, Okkultanalysten und paramilitärischem Personal. Die Hierarchie folgt einer einfachen, aber kompromisslosen Logik: Glaube, Gehorsam, Reinigung. Sodalitas Sancta I, Schild des Lichts, spezialisiert auf den Kampf gegen Sarkic-Kulte und fleischbasierte Anomalien. Ihre Soldaten tragen spezielle gewaltchemische Brandsätze, die sowohl organische als auch metaphysische Entitäten vernichten sollen. Sodalitas Veritas III, die Gerechten. Eine verdeckte Ermittlungseinheit, die auf Infiltration von Kulten und okkulten Zirkeln spezialisiert ist. Ihre Agenten sind oft Theologen, Historiker oder ehemalige Foundation-Mitarbeiter, die im Geheimen arbeiten, um Verderbnis im Glauben zu identifizieren. Sodalitas Ferrum IX, die Ketten Gottes. Ihre Aufgabe ist es, gefährliche Artefakte zu bergen und wenn nötig zu zerstören. Viele ihrer Operationen ähneln Foundation-Eindämmungseinsätzen, doch statt Sicherheitsprotokollen folgen sie Liturgien, Gebeten und Riten. Wo die Foundation Schleusen und Sicherheitscontainer verwendet, verwendet Malleus Reliquien und Bannkreise. Bewaffnung und Ausrüstung. Malleus kombiniert moderne Waffentechnik mit religiöser Symbolik. Ihre Scharfschützen führen geweihtes Silbermunition. Ihre Nahkampfeinheiten tragen Kruzifixe und Verse aus der Tora oder dem Koran in die Rüstungen eingraviert. Spezialeinheiten besitzen tragbare Segnungsfelder, eine Art elektromagnetisches System, das mit rituellen Formeln kombiniert wird, um bestimmte anomale Energien zu destabilisieren. Was nach Mystik klingt, ist für die Foundation ein Paradoxon, eine Religion, die Technologie benutzt, um Wunder zu bekämpfen. Doktrin und Motivation. Die Mitglieder von Malleus sehen sich selbst nicht als Krieger, sondern als Werkzeuge göttlichen Willens. Sie glauben, dass jede Mission ein heiliger Akt ist, jeder Verlust ein Opfer für das Gleichgewicht der Schöpfung. Interne Dokumente der Foundation berichten von Malleus Kommandanten, die ganze Einrichtungen niederbrannten, nur weil ein Artefakt als verflucht eingestuft wurde, ohne Beweise, ohne Forschung, nur auf Basis einer Vision. Für sie gilt: Zweifel ist Sünde, Wissen ist Versuchung, nur Reinheit ist Sicherheit. Beziehung zur Foundation. Die Foundation sieht Projekt Malleus als instabile Variable in der geopolitischen Landschaft des Anomaliemanagements. Kooperationen kommen selten vor, meist nur dann, wenn beide Parteien ein gemeinsames Ziel verfolgen, etwa die Vernichtung sarkischer Kulte oder der Fifth Church. Doch die Methoden unterscheiden sich radikal.
Was für die Foundation Eindämmung ist, ist für Malleus heilige Reinigung. Ein O4-Bericht fasst es so zusammen. Wenn Malleus eine Stadt betritt, verlassen wir sie. Wenn sie fertig sind, gibt es nichts mehr einzudämmen. Bedeutung innerhalb der Horizon-Initiative: Trotz der Brutalität von Malleus gilt die Streitmacht innerhalb der Initiative als heiliges Werkzeug. Ihre Aktionen werden als Beweis dafür angesehen, dass göttlicher Wille noch immer in der Welt wirkt. Gegner innerhalb der Initiative, vor allem aus dem mystisch orientierten Zweig Keter-Raf, kritisieren sie jedoch als fanatisch und kurzsichtig. Doch solange das Tribunal schweigt, marschiert Malleus weiter, überzeugt, dass hinter jedem Schatten ein Dämon lauert. Ideologie und Ziele, göttlicher Wille oder menschlicher Wahn. Um die Horizon-Initiative zu verstehen, muss man sich von der Vorstellung lösen, sie sei nur eine religiöse Gemeinschaft mit militärischer Struktur. In Wahrheit ist sie eine Theokratie ohne Nation. Ein ideologisches Konstrukt, das versucht, den göttlichen Willen in eine operative Realität zu übersetzen. Ihr Glaube ist keine bloße Überzeugung, sondern eine Handlungsdoktrin, die bestimmt, wie sie mit Anomalien, Menschen und Macht umgeht. Der Kern ihres Glaubens: Im Zentrum der Initiative steht die Überzeugung, dass alles anomale göttlichen Ursprungs ist, oder das Ergebnis seiner Perversion. Anomalien sind für sie keine Fehler im System, sondern Prüfungen, Werkzeuge, durch die Gott die Menschheit testet. Diese Idee zieht sich durch alle drei Hauptzweige. Die christlichen Orden, meist römisch-katholisch geprägt, sehen Anomalien als Versuchungen des Teufels oder als göttliche Strafen. Die jüdischen Gelehrten betrachten sie als Fragmente göttlicher Schöpfung, Splitter des Unbegreiflichen, die mit Achtung, aber auch mit Vorsicht behandelt werden müssen. Die islamischen Vertreter sehen sie als Fitna, als Prüfung der Standhaftigkeit des Glaubens. Gemeinsam glauben sie, dass die Welt in einem geistigen Krieg steht, den nur Glaube und Disziplin gewinnen können. Doch gerade diese Gemeinsamkeit ist auch ihr größter innerer Konflikt. Was ist göttlicher Wille und was menschliche Interpretation? Das Ziel der Initiative? Offiziell lautet das Leitmotiv der Horizon-Initiative: Wir reinigen die Welt, um den Himmel sichtbar zu machen. Was poetisch klingt, bedeutet in der Praxis: Jede Anomalie muss klassifiziert, geprüft und entweder vernichtet oder in den göttlichen Plan integriert werden. Das Tribunal entscheidet nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern nach theologischer Relevanz. Entspricht ein Objekt einer göttlichen Manifestation, etwa einer Engelserscheinung oder einem heiligen Relikt, wird es bewahrt und als Beweis für den Glauben betrachtet. Widerspricht es der göttlichen Ordnung oder wird als dämonisch interpretiert, wird es gereinigt, notfalls durch Vernichtung. Diese klare, fast dualistische Sichtweise, heilig oder verdorben, Licht oder Dunkel, macht die Horizon-Initiative zu einer gefährlich berechenbaren, aber zugleich zutiefst irrationalen Macht. Denn wo die Foundation forscht, urteilt die Initiative. Und jedes Urteil ist endgültig. Der Widerspruch im Herzen. In internen Protokollen, die von Foundation-Agenten innerhalb der Initiative beschafft wurden, wird deutlich: Viele Mitglieder zweifeln an der absoluten Wahrheit ihrer Führer. Einige Theologen sprechen von menschlicher Hybris, wenn das Tribunal beansprucht, Gottes Willen besser zu verstehen als die Welt selbst. Andere vergleichen die Organisation mit der mittelalterlichen Inquisition, einer Macht, die mit heiligem Anspruch begann und in fanatischer Kontrolle endete. Doch innerhalb der Initiative gilt Zweifel als Sünde, nicht als Tugend. Fragen zu stellen bedeutet, das Werk des Feindes zu fördern. Deshalb bleibt der Konflikt zwischen Glauben und Rationalität verborgen, unterdrückt durch Dogma und Furcht. Die moralische Grauzone, was die Horizon-Initiative gefährlich macht, ist nicht ihre Technologie oder ihre Streitmacht. Es ist ihre Überzeugung, im Recht zu sein. Selbst die Foundation, die moralisch oft als kalt oder pragmatisch gilt, erkennt in der Initiative ein extremes Spiegelbild. Beide Organisationen glauben, die Menschheit zu schützen. Doch während die Foundation es aus wissenschaftlicher Pflicht tut, handelt die Horizon-Initiative aus religiöser Berufung. Diese Berufung erlaubt ihr, alles zu rechtfertigen. Auch Gewalt, Folter oder die Vernichtung ganzer Siedlungen, wenn sie spirituell korrumpiert erscheinen. Aus Sicht des O4-Rats ist das gefährlicher als jede anomale Bedrohung, denn fanatischer Glaube braucht keine Beweise. Die große Frage:
Ist die Horizon-Initiative also Werkzeug des Himmels oder nur eine weitere Gruppe, die den Willen des Göttlichen für ihre Zwecke missbraucht? Die Foundation stellt keine theologische Diagnosen. Doch wer die Spuren ihrer Operationen sieht, erkennt ein Muster, ein göttliches Mandat, das sich selbst rechtfertigt und dabei jede Grenze zwischen Erlösung und Vernichtung verwischt. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Vielleicht ist göttlicher Wille und menschlicher Wahn am Ende dasselbe, nur aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet. Beziehungen zu anderen Gruppen, Verbündete, Rivalen, Ketzer. Die Horizon-Initiative agiert in einer Welt, die von Misstrauen, Geheimhaltung und konkurrierenden Weltbildern geprägt ist. In diesem Netzwerk aus Macht, Glauben und Anomalien ist sie ein Paradoxon. Sie predigt göttliche Reinheit und handelt dennoch mit den Mächten, die sie als unheilig verurteilt. Ihre Allianzen und Feindschaften sind kein Zufall, sondern Ausdruck ihrer dogmatischen Flexibilität, Kooperation, wenn sie dem Glauben dient, Vernichtung, wenn sie ihn gefährdet. Die SCP Foundation, Respekt, Rivalität, Zweckegemeinschaft. Zwischen der Foundation und der Horizon-Initiative besteht ein instabiles Gleichgewicht. Beide Organisationen verfolgen oberflächlich dasselbe Ziel: Anomalien sichern, schützen, verstehen oder im Fall der Initiative reinigen, ordnen, segnen. Doch der Unterschied liegt in der Motivation. Wo die Foundation aus wissenschaftlicher Neugier und rationaler Kontrolle handelt, folgt die Initiative einem göttlichen Imperativ. In bestimmten Fällen kam es zu gemeinsamen Operationen, etwa bei der Eindämmung religiös motivierter Kulte oder bei der Sicherstellung heiliger Relikte, deren Missbrauch globale Katastrophen hätte auslösen können. Ein klassisches Beispiel ist das sogenannte Jericho-Protokoll, eine gemeinsame Aktion von Projekt Malleus und MTF Epsilon 9, Feuerteufel, gegen einen sektiererischen Ableger der Children of the Scarlet King. Das Ergebnis: Erfolg, aber unter schwersten Verlusten, da sich beide Seiten über die religiöse Bewertung der Anomalie nicht einig waren. Interner Kommentar: OTE 4.7. Mit ihnen zu kooperieren ist wie mit einem Engel verhandeln zu wollen, während er das Schwert bereits gezogen hat. Die Foundation toleriert die Horizon-Initiative, solange sie keine Eindämmungsoperationen behindert. Doch sobald religiöse Dogmen die Sicherheit gefährden, wird sie als feindliche Akteurin behandelt. Global Occult Coalition, GOC, Brüder im Auftrag, Feinde im Glauben. Auf dem Papier verfolgen beide Organisationen dasselbe Ziel: die Menschheit vor dem Anomalen zu schützen. Doch die Methoden könnten unterschiedlicher kaum sein. Die GOC betrachtet Anomalien als Bedrohungen der Normalität, physisch, nicht metaphysisch. Für sie sind es Objekte, nicht Zeichen Gottes. Die Horizon-Initiative dagegen sieht in denselben Entitäten Beweise für die Existenz des Göttlichen, ob gut oder böse. Diese Differenz sorgt für eine ideologische Kluft, die unüberbrückbar scheint. Mehrfach kam es zu bewaffneten Zusammenstößen, vor allem in Regionen des Nahen Ostens, Afrikas und Osteuropas, wo beide Gruppen um den Zugriff auf religiös relevante Artefakte konkurrierten. Während die GOC zur Neutralisierung schreitet, will die Initiative oft heilige Konservierung durchführen, ein Euphemismus für die Einverleibung der Anomalie in ihr Glaubenssystem. Trotzdem existieren Berichte über geheime Kooperationsprojekte, insbesondere gegen sektiererische Gruppierungen, die selbst für beide Seiten zu gefährlich sind, etwa Fraktionen der Church of the Broken God oder der Fifth Church. Solche Operationen laufen meist ohne diplomatische Kommunikation, ein kalter Frieden gehalten durch Pragmatismus. Church of the Broken God. Der heiligste Feind. Keine Organisation wird von der Horizon-Initiative so sehr verabscheut wie die Church of the Broken God. Aus Sicht der Initiative ist diese Gruppierung eine blasphemische Perversion des Schöpfungsgedankens. Ein Kult, der den Glauben an Fleisch, Seele und göttliche Ordnung durch Maschinen, Zahnräder und kalten Stahl ersetzt. Für die Initiative ist die Broken Church der Inbegriff des Falls des Menschen, die mechanische Nachahmung des Göttlichen. Seit ihrer Gründung führt Projekt Malleus einen heiligen Krieg gegen die Church. Mehrere groß angelegte Säuberungen, dokumentiert in Berichten der Foundation, zeigen das Ausmaß dieses Konflikts: zerstörte Tempel, verbrannte Archive, ganze Städte ausgelöscht, im Namen der Reinigung. Die Kirche betet zum Gott der Schöpfung. Wir beten zum Schöpfer selbst. Unbekannter Malleus-Kommandant, während der Operation Ferrum Dei. In gewisser Weise ist dieser Krieg auch symbolisch. Zwei Visionen von Erlösung.
beide überzeugt, im Recht zu sein, beide bereit, alles zu opfern. The Fifth Church, Häresie im Gewand der Erleuchtung. Auch die Fifth Church, eine mystische Bewegung, die sich selbst als die fünfte Stimme des Kosmos versteht, steht auf der Liste der Feinde der Horizon-Initiative. Ihre esoterischen Lehren über Einheit, Träume und transzendente Verbindung gelten in den Augen der Initiative als Sünde gegen die göttliche Hierarchie. Wo die Fifth Church die Verschmelzung von Mensch und Kosmos sucht, verteidigt die Initiative die Trennung von Schöpfer und Schöpfung. Zahlreiche geheime Operationen, darunter Operation Psalm-47 und Eidolon 0, richteten sich gezielt gegen Zellen der Fifth Church in Nordamerika und Europa. Die Initiative betrachtet sie als eine der gefährlichsten Formen spiritueller Täuschung. Ein Glaube ohne Dogma, ohne Opfer und ohne Gott. Andere Interessengruppen, Toleranz durch Desinteresse. Marshall, Carter und Dark Ltd. Verachtet, aber selten bekämpft. Ihre Aktivitäten werden als säkularer Materialismus angesehen. Unwürdig, aber nicht ketzerisch. Sarkic-Kulte. Absolut feindlich. Die Verbindung von Fleisch, Blut und göttlicher Macht gilt als abstoßende Häresie. Serpents Hand, uneinheitlich betrachtet. Einige Fraktionen der Initiative sehen in ihnen verirrte Suchende, andere reine Heretiker. Are we cool yet? Ignoriert, solange keine religiösen Symbole missbraucht werden. Ein Netzwerk aus Glaube, Angst und Macht. Die Horizon-Initiative ist kein Verbündeter, kein Feind. Sie ist ein System eigener Überzeugung, das auf alle anderen seine Maßstäbe anlegt. Ihre Beziehungen schwanken zwischen Kooperation und Krieg, zwischen Segen und Fluch. Doch egal, ob sie kämpft, verhandelt oder missioniert, eines bleibt konstant. Sie glaubt, im Auftrag des Himmels zu handeln. Und das macht sie in den Augen des O4-Rats zu einer unberechenbaren, aber unvermeidlichen Macht im globalen Gleichgewicht der Anomalien. Bedeutung für die Foundation. Zwischen Glauben und Kontrolle. Für die Foundation ist die Horizon-Initiative ein notwendiges Paradoxon. Sie ist weder Freund noch Feind, weder vollständig berechenbar noch völlig irrational. In einer Welt, in der Macht durch Wissen definiert wird, erinnert die Initiative daran, dass es eine andere Form von Macht gibt. Eine, die nicht auf Forschung, sondern auf Glauben beruht. Und Glaube, so hat sich immer wieder gezeigt, ist unberechenbarer als jede Anomalie. Ein Spiegel des menschlichen Bedürfnisses nach Sinn. Die Foundation versucht, das Unerklärliche zu messen, zu katalogisieren, zu verstehen. Doch die Horizon-Initiative fragt nicht, wie funktioniert es, sondern warum existiert es? Beide Fragen sind grundlegend verschieden, und doch führen sie zum selben Abgrund. Denn wer zu lange in das Übernatürliche blickt, erkennt irgendwann, dass Rationalität nur eine dünne Schicht über etwas viel Tieferem ist, der Angst, dass die Welt vielleicht wirklich göttlich oder dämonisch geordnet ist. Die Initiative ist damit ein Spiegelbild dessen, was die Foundation selbst nie zugeben würde, dass hinter all den Experimenten, Protokollen und Nummern ein Rest von Ehrfurcht bleibt. Ehrfurcht vor dem, was sich nicht erklären lässt. Und vielleicht auch Angst davor, dass der Glaube der Horizon-Initiative nicht ganz falsch ist. Gefährliche Schnittpunkte. Immer wieder kreuzen sich die Wege beider Organisationen. Manchmal als Gegner, manchmal als unfreiwillige Partner, doch immer mit dem gleichen Ziel: die Stabilität der Welt zu bewahren. Es existieren unbestätigte Berichte über geheime Übereinkünfte zwischen der Foundation und bestimmten Unterfraktionen der Initiative. Unter anderem wird vermutet, dass Artefakte mit religiöser Bedeutung, deren Existenz zu öffentlichen Krisen führen könnte, von der Foundation diskret übergeben wurden. Gegen ein stilles Versprechen, dass sie niemals wieder auftauchen. Das Gleichgewicht ist fragil. Die Foundation operiert aus der Logik heraus, die Initiative aus dem Glauben. Und beides kann tödlich sein, wenn es außer Kontrolle gerät. Der ideologische Konflikt. Was die Foundation wirklich beunruhigt, ist nicht die Feuerkraft von Projekt Malleus, nicht die Ressourcen oder die Geheimhaltung. Es ist die Idee, dass es eine Organisation gibt, die die Anomalien nicht als Gefahr, sondern als göttliche Prüfung betrachtet. Das widerspricht allem, was die Foundation ist. Für die O5-Administration ist dieser Gedanke fast ketzerisch. Denn wenn der Glaube recht hätte, wofür steht dann die Foundation? Wessen Werk ist sie? Ein Bollwerk gegen das Chaos oder ein Werkzeug, das Teil eines göttlichen Plans ist, den niemand begreift? Philosophische Betrachtung. Der schmale Grat zwischen Glaube und Hybris.
Die Horizon-Initiative erinnert uns an eine unbequeme Wahrheit, dass Wissen allein kein Schutz ist. Dass Kontrolle ohne Demut in Hybris endet. Und dass der Versuch, das Göttliche zu ignorieren, es nicht verschwinden lässt. Vielleicht ist es das, was die Foundation an ihr so sehr fürchtet. Nicht ihre Waffen, nicht ihre Predigten, sondern den Gedanken, dass sie im Kampf gegen das Unbegreifliche den Glauben verloren hat und dass die Initiative diesen Glauben wiedergefunden hat. In diesem Sinne ist die Horizon-Initiative keine Bedrohung. Sie ist ein Mahnmal. Ein stiller Beweis dafür, dass selbst im Zentrum der rationalsten Organisation der Welt der Hunger nach Sinn nie ganz gelöscht werden kann. Schlussfolgerung: zwischen Himmel und Abgrund. Am Ende bleibt nur eine Frage. Wenn die Foundation die Welt schützt, um sie zu erhalten, und die Horizon-Initiative sie reinigen will, um sie zu retten, wer von beiden handelt im Sinne der Menschheit? Vielleicht gibt es darauf keine Antwort. Vielleicht ist das die größte Anomalie von allen. Dass selbst die, die das Übernatürliche bekämpfen, längst Teil davon geworden sind. Zwischen Glauben und Kontrolle liegt ein Abgrund. Und beide Organisationen blicken hinab, in der Hoffnung, dass der andere zuerst fällt.